Also, eine Woche später sieht das so aus. Das ist schon krass, weil wenn du hier schaust, ist eigentlich nichts mehr im Schrank. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe immer noch zu viel. Und das haben ja auch Leute in den Kommentaren geschrieben. Es ist eigentlich noch interessant, dass sie nach jedem Mal ausmischen eigentlich immer noch das Gefühl haben, sie haben immer noch zu viel. Und ich glaube, das hört wie nie auf, weil deine Wahrnehmung passt sich ja auch immer dem Stadium an, wo du gerade drin bist. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe zu viel, obwohl ich eigentlich nichts mehr besitze. Ich merke gerade, wie das Schlimme am Aufräumen ist oder Ausmisten. Es sieht nachher meistens zuerst mal schlimmer aus, bevor es besser wird. Ja, Scheiße. Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Diese Woche beschäftigen wir uns mit den manchmal guten Gefühlen und ab und zu nicht so guten Gefühlen, die Veränderungen mit sich bringen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist nun mal so. Bekannte Abläufe, Routinen, der normale Alltag, das gibt uns Sicherheit und Stabilität. Veränderungen sind oft mit negativen Gefühlen verbunden. Sie sind anstrengend, brauchen Mut und nicht alle können gut mit Veränderungen umgehen. Veränderungen im Leben sind völlig normal und auch die Natur verändert sich immer wieder. Wir können dem Ganzen eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen. Und das sollten wir auch nicht. Ohne Veränderungen gibt es keine Jahreszeiten, kein Wachstum, keine blühenden Blumen, keine Ebben und keine Flut und auch kein Neuanfang. Eine Studie von der University of Chicago hat gezeigt, dass Leute, die Veränderungen durchziehen, schlussendlich viel glücklicher sind. An dieser Studie haben Leute mitgemacht, die sich nicht sicher waren, ob sie eine Veränderung in ihrem Leben durchführen wollen. Probanden sind in zwei Gruppen unterteilt worden. Die eine Gruppe musste Münzen werfen und genau das machen, was die Münze gesagt hat. Und die andere Gruppe konnte frei entscheiden. Nach einem halben Jahr ist dann herausgekommen, dass alle, die eine Veränderung vorgenommen haben, schlussendlich glücklicher waren. Egal, ob die Münze gesagt hat, dass sie das mitmachen oder wenn sie einfach frei entscheiden konnten. Alle, die eine Änderung vorgenommen haben, waren nachher zufriedener. Wieso fällt es uns denn so schwierig, aktive Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen? Ist noch kalt. Forscher haben herausgefunden, dass wir oft zu fest im Kopf haben, was alles schief gehen könnte, und das gibt uns negative Gefühle. Statt dass wir uns überlegen, was könnten wir durch das alles gewinnen, wie kann die Zukunft nachher besser aussehen. Und das sollten wir vielleicht öfters uns in den Kopf rufen, wie es sein könnte in einem Jahr, wenn wir diese Entscheidung durchziehen. Jetzt bauen wir den Schrank ab. Was passiert mit dem Schrank? Habe ich verschenkt. Das Krasse ist jetzt wirklich, sie hat so viele Sachen weg da, dass sie jetzt eigentlich ohne Schrank leben können. Alle Kleider, die wir jetzt noch besitzen, könnten in die Kommode dort. Würde locker reinpassen. Wir hätten noch Stauraum frei. Also wir würden nicht mal alles brauchen. Crazy. Wir sehen halt meistens mehr den Verlust als den Gewinn. Und der Verlust kommt halt leider vorher, bevor der Gewinn wirklich kommt. Dass sich Sachen im Leben verändern, ist völlig normal. Wenn wir uns verändern, aber wir unser Umfeld, unser Leben nicht ändern, dann werden wir automatisch unglücklich und unzufrieden. So, jetzt gerade vom Lauf zurück. Darum bin ich ein bisschen verschwitzt. Aber mir ist jetzt gerade etwas eingefallen zum Thema Veränderung. Es ist nicht immer nur der Job, der sich verändern muss. Es sind so viele verschiedene Aspekte im Leben, wenn man unzufrieden ist, die man anpassen kann. Also ich weiss noch genau, vor 3 Jahren, wo Corona angefangen hat, bin ich plötzlich unzufrieden gewesen, aber der Job war eigentlich super gewesen. Aber das Ding war, ich hatte wirklich keine Aufgabe mehr, weil gerade keine Aufträge reingekommen sind. Also wir hatten keine Arbeit und
ja, kein tägliches Ziel. Und dann habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Und dann habe ich angefangen zu rennen. Und das Krasse ist, jetzt komme ich gerade von einem 13 Kilometer Lauf zurück. Vor 3 Jahren habe ich angefangen mit 3 Kilometern. Und es hat mich so angeschissen. Und jetzt laufe ich einfach so 13 Kilometer und es ist kein Problem. Es macht mega Spass. Und es tut mir gut. Und ich glaube, man muss wie so verschiedene Balken im Kopf haben. Von Job, Liebe, Mental Health, Ernährung, Sport, keine Ahnung, was es alles gibt. Und immer schauen, dass die schön ausgeglichen sind. Manchmal hast du im Leben 2 Optionen. Du kannst den einfachen Weg nehmen oder du kannst den Weg nehmen, der etwas steiler ist. Und vielleicht lohnt es sich auch am Schluss. Und ich glaube, so kommt man zu einem glücklichen Leben. Job allein ist nicht alles. Privatleben allein ist nicht alles. Und manchmal ist es einfach mal den Moment geniessen, hier auf einem Bänkchen. Und die Aussicht geniessen. Es ist doch völlig normal, dass wir uns immer wieder verändern. Vor 5 Jahren hatte ich noch ganz andere Interessen. Und wäre ich dort damals in diesem Job geblieben, dann wäre ich heute unglücklich. Aber ich habe etwas in meinem Leben geändert. Und darum stand ich jetzt heute da und habe ein zufriedenes Leben. Aber wie habe ich denn jeweils gemerkt, dass es eine Veränderung in meinem Leben braucht? Ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich lebe, sondern nur noch funktioniere. Ich hatte eine innere Unruhe. Eigentlich war alles gut, aber trotzdem bin ich irgendwie unzufrieden. Ich habe oft von einem anderen Leben geträumt. Ich habe Sachen immer wieder rausgeschoben, ich hatte keine Motivation. Einfache Sachen im Leben auf die Reihe zu kriegen, ist mir schwer gefallen. Der Gedanke, ich gehöre hier nicht hin. Ich habe das Gefühl, dass ich aus meinem Leben mehr machen sollte. Und dass das nicht alles gewesen sein. Grosse Veränderungen brauchen viel Mut und eine gewisse Bereitschaft, Risiken einzugehen. Also, lass dich nicht stressen. Visualisiere deine Ziele und tu sie in kleine Teilziele unterteilen. Denn mit einem kleinen Schritt kommst du voran und du kannst dich vorzu an die Erneuerungen gewöhnen. So, jetzt bin ich in der neuen Wohnung. Es steht noch alles ein bisschen rum. Und ja, jetzt sehe ich eigentlich zum ersten Mal, wie wenig das wirklich hier innen Platz hat. Ja, jetzt muss ich ein bisschen herausfinden, wie ich das Ganze stellen werde. Das wird eine rechte Herausforderung. Aber ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Sinn vom Minimalismus, dass ich wirklich, ja, muss vielleicht wirklich noch mehr Sachen verschenken oder verkaufen, weggeben, damit ich dann wirklich nicht zu viel in dieser Wohnung habe. Aber bis jetzt ja, ist noch speziell, aber es gefällt mir. Wir schreiben heute den 26.09.2020. Oder wenn wir in Aargau sagen, 2020. Wir haben gerade Einit Content gegründet, hier in Latsch. Teilerfolge sind wichtig und geben Motivation zum Weitermachen. Und denk dran, das Leben geht nicht immer nur vorwärts. Rückschläge sind völlig normal und gehören einfach dazu. Manchmal braucht es für einen grossen Sprung einfach ein bisschen Anlauf. Hast du dir in deinem Leben etwas vorgenommen, eine Veränderung, die du machen willst? Schreib es doch unten in die Kommentare. Ja, und das war es wieder für diese Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. So, und jetzt kommt sogar noch meine erste Kamera weg. Wie ist so der Zwischenstand? Kein Bock auf die Scheiße!